Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Ich bin nun schon fast einen Monat hier in Südafrika und habe ein paar coole Leute kennengelernt, die tausendmal besser surfen als ich. Hier ein paar Eindrücke, was seither noch so lief. It's fucking beautiful here! Woo-hoo-hoo! Oh my God. Ein Monat hier und noch keinen Schritt näher an meinem eigentlichen Ziel. Der Autokauf und die Reise zurück nach Deutschland, auf die ich mich noch gar nicht vorbereitet habe. Welche Routen gibt es überhaupt? Welche Gebiete sind zu meiden? Wie bekommt man überhaupt Visas in den vielen Ländern? Hat die Regenzeit Einfluss auf meine Reise? Fragen über Fragen und noch keine davon beantwortet. Ganz zum Schweigen von einem eigenen Auto. Klar ist nur, ich will es machen. Deshalb nehme ich mir vor, endlich mal zu planen. Am besten noch bevor die erste Safari-Tour vom Praktikum aus startet. Und nach etwas Prokrastination, mehreren Büchern, dem guten Google und dem Verbarrikadieren in meinem Zimmer geht endlich was voran. Chili sieht auch aus, als hätte er Bock, als wäre er hyped. Gell, Chili, hä? Was ist los? Ja, ja. Gell? Eigentlich sah meine Vorbereitung eher so aus. Ich möchte damit sagen, dass es bei Vorhaben wie diesen tausende mögliche Szenarien gibt und ich gelernt habe, besser optimistisch naiv umzusetzen, als pessimistisch realistisch sich verunsichern zu lassen und es am Ende vor lauter Sorge gar nicht erst zu beginnen. Versteht mich nicht falsch, es gibt Projekte, da ist Planung super wichtig und auch hier habe ich natürlich die ein oder andere Sache geplant. Fakt ist aber, hätte ich mich wirklich mit allen möglichen Szenarien auseinandergesetzt, wäre ich heute um viele Erfahrungen ärmer.
Ich habe gelernt, meinen Fähigkeiten zu vertrauen, Herausforderungen zu überwinden, wenn sie wirklich da sind und meinen Fokus darauf zu richten, das Projekt erst einmal zu starten. Und dieses ganze Projekt beginnt für mich mit einem Autokauf. Aber jetzt geht es erstmal auf Safari. Die erste Safari-Tour vom Praktikum aus ist vorbereitet und es kann endlich losgehen. Die Tour führt uns durch das wunderschöne Inland Südafrikas bis in den Kalahari-Transportierpark, der genau an der Grenze zu Botswana, Namibia und Südafrika liegt. Für mich eine absolute Premiere. Sorry für die kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Video. Ich möchte nur ganz kurz die Zeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich einfach viele Monate Zeit investiert habe. Die Serie ist zu 100% von mir selber produziert und gefilmt worden. Und wenn euch das Video gefällt oder die Serie, dann lasst bei dem Video doch einfach ein Like da oder einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es läuft für den Algorithmus. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann findet ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ihr mich einfach darüber hinaus unterstützen könnt, damit einfach zukünftig weitere größere Projekte auf diesem Kanal einfach ermöglicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß. Ey Leute, was soll ich sagen? Oh, fuck, ich hab's getan. Ich habe einen Land Cruiser gekauft. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt zugesagt bei dem Preis. Und jetzt die letzten Tage war ich mir nochmal unsicher. Soll ich nicht doch einen Land Rover Defender kaufen oder doch einen Cruiser? Und habe nochmal übelst viel recherchiert. War ich nur am Laptop und habe die ganze Zeit geguckt. Er ist zwar basic ausgestattet, der Land Cruiser. Hat schon einen 180 Liter Fuel Tank drin. Also ist schon mal gut, dass er einfach für weite Strecken gemacht ist. Aber ich muss noch einiges dran verändern, umbauen und jetzt auch erstmal noch zum Mechaniker bringen, weil ein paar Sachen gleich zu machen sind. Und ja Mann, ich hab's getan. Scheiße. So, nächster Schritt ist, ich fahre jetzt heute zu dem, unterschreibe die ganzen Papiere und dann hoffe ich, dass ich das einfach anmelden kann als Ausländer hier mit einem normalen Touristenvisum, weil ich eben auch in vielen Foren gelesen habe, scheinbar schwierig, bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht, man muss ein bisschen Glück haben mit der Person, die das Ganze dann bearbeitet. Ja Mann, endlich geht's los, endlich geht was voran hier.
Ja, Mann, geile Scheiße. Ich bin jetzt gerade in meinem Auto, in meinem eigenen Auto, in meinem eigenen Land Cruiser 76 und fahre jetzt gerade nach Hause. Die vorherigen Besitzer, denen ging es echt sehr nahe. Die haben sogar beide geweint, als sie das Auto hergeben mussten. Weil die hatten so viel coole Erinnerungen und coole Trips mit dem Auto. Und es hat mir echt ein bisschen leid getan, aber ja. Fuck, ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt ein Auto besitze. Boah! Hoffentlich baue ich nicht gleich einen Unfall mit dem Ding. Aber noch bevor ich mich mit den südafrikanischen Zulassungsbehörden herumstreiten muss. Es ist so ein Saftladen hier, Mann. Ich bin gerade echt frustriert. Steht auch schon die zweite Tour vom Praktikum aus. Bei dieser Tour geht es in 10 Tagen mit Botanikern wieder bis an die namibianische Grenze und zurück. Diesmal leider ohne Tiersafari, jedoch mit einem Zwischenstopp in Elands Bay. Ein geiler Surfspot, an dem sich sogar andere Meeresbewohner blicken lassen haben. Und dann sehe ich plötzlich eine riesige Schwanzflosse auftauchen. Okay, let me introduce you den Land Cruiser 76, den ich gekauft habe. Bevor er jetzt ausgebaut wird, wollte ich ihn einfach noch mal kurz zeigen, damit ihr seht, was dann alles dazugekommen ist. Was für ein Gefühl, mit dem eigenen Karren unterwegs zu sein. So geil. Ich sag's euch, ich habe mich jetzt echt schon dran gewöhnt. Bin die letzten 2 Tage echt extrem viel rumgefahren damit. Ja, wie war die Anmeldung? Ich habe ja in den Internetforen teilweise alles Mögliche gelesen. Aber es ist ja immer so, wenn man irgendwie Fragen hat und dann einfach nur auf eigene Recherche im Internet dann Nicht-Experten fragt. Am besten geht man einfach dahin, wo die Leute das auch wissen, wobei die es manchmal auch nicht wissen bei den Behörden. Faktisch, es funktioniert. Man kann als Ausländer mit einem Touristenvisum hier ein Auto anmelden. Man braucht dafür einfach nur eine Traffic Registration Number. Das Problem ist, es dauert halt 3 Wochen oder noch länger, bis diese Nummer ankommt. Und erst mit dieser Nummer kann man das Auto dann auch wirklich anmelden. Also ist ein bisschen Struggle, aber ansonsten geht's eigentlich. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hinfahre. Fuck, ich bin schon falsch gefahren. Und jetzt war ich gerade noch bei Alucap. Ja, jetzt habe ich mir mal das Auto von denen angeschaut, was man alles machen kann, was alles möglich ist. Man kann hinten die Seitenfenster rausmachen lassen, dann kommen da die 2 Boxen rein, um einfach noch mal mehr Stauraum zu haben. Dann an der Seite eben die Markise hin, oben das Dachzelt drauf. Ja, also man kann echt zu viel Geld ausgeben und mein Budget gibt nicht alles her. Jetzt kommt es nur noch darauf an, was ich am Ende für einen Deal raushandeln kann. Ich war so in meinem Tunnel, um ein Auto zu finden, dass ich gar nicht mehr so richtig geschaut habe, wie schwer das sein wird, das Auto überhaupt nach Deutschland ja, importieren zu können und von welchen Faktoren das dann abhängig ist, dass es überhaupt
ja, in Deutschland registriert werden kann. Aktuell, wirklich der aktuelle Stand ist, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt geht. Ich Volldepp hätte es natürlich vor dem Autokauf machen sollen. Ich hoffe einfach, das funktioniert irgendwie, dass ich da ja, ein Schlupfloch finde. Ansonsten habe ich echt ein bisschen ein Problem. In der Zwischenzeit wird gearbeitet und ein großes Highlight meiner Zeit in Südafrika ist ein Wochenendausflug in die Cederberge mit ein paar Freunden. Eine Freundin bietet dort ein Wochenend-Retreat an und ich wurde gefragt, das Ganze mit der Kamera zu begleiten. Danke an alle für dieses wunderschöne Wochenende. Aber bevor es wieder nach Kapstadt geht, machen wir noch eine Wanderung, die es wirklich in sich hat und in meine Top 3 schafft.
didn't care for one another. You and I thought I lost my way, but you washed out all the gray. Don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping that we could be something in the end, something more than friends. 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 Ich sag's euch ganz ehrlich, es ist so ein Saftladen hier, Mann. Ich bin gerade echt frustriert. Ich habe so gerade keinen Bock mehr drauf. Sorry für die negativen News, aber ich war jetzt hier beim Traffic Department. Ich will nur mein Auto anmelden. Und Foreigner brauchen hier einfach eine Traffic Registration Number. Wenn man die hat, funktioniert das Ganze, der Anmeldeprozess komplett easy innerhalb von ein paar Stunden. Dann kann man das Auto auf seinen Namen registrieren. Aber ich fahre jetzt seit 2 Monaten mit meinem Auto durch die Gegend, ohne dass es registriert ist. Das ist das Erste. Und dann hat sie mich die ganze Zeit zum nächsten Department geschickt. Ich war 5-mal hier beim Traffic Department. Und keiner übernimmt irgendwo Verantwortung oder so. Und ey, mich regt's so auf, wirklich. Ich weiß nicht, wie man so scheiße in den Laden leiten kann. Unglaublich. Ich bin jetzt weitergeleitet worden zum höchsten vom Traffic Department hier in Milnerton in dem Bezirk. Und der hat es jetzt persönlich an sich genommen, weil ich dem gesagt habe, hey, ich will in 7 Tagen aus dem Land ausreisen. Mein Visum läuft in 7 Tagen ab. Ich werde schon, dadurch, dass meine Eltern jetzt kommen, noch für 3 Wochen, werde ich mein Visum überziehen. Und dadurch werde ich einen 1-Jahres-Bann in Südafrika bekommen, weil das Visum kann ich auch schon nicht mehr verlängern. Das dauert nämlich auch 2 Monate. Dann habe ich jetzt gesagt, ich scheiß da drauf, aber wenn ich das Auto nicht angemeldet bekomme und ich kann nicht aus dem Land ausreisen und der hat gesagt, das ist nicht ganz realistisch, dass das innerhalb der nächsten 1,5 Wochen fertig wird. Deswegen, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mache. Vielleicht muss ich länger im Land bleiben und dann einfach riskieren, dass ich 5 Jahre nicht mehr nach Südafrika darf. Aber wie auch immer, irgendwie kriege ich das geregelt. Ich dachte, ich muss das jetzt einfach nur kurz sagen, wie scheiße die Bürokratie hier in Südafrika ist. Fuck, ey.